Ja, heute geht es auf Tour. Mein Freund Björn ist wieder im Lande und wir werden heute gemeinsam weiterfahren wie Gersthofen. Heute wollen wir nach Obertulba im Fränkischen fahren. And we're preparing now our motorcycles to start. It's a little bit cloudy, es ist ein bisschen bewölkt, aber es soll heute schönes Wetter werden. Ich denke mal 20 Grad in etwa sind angekündigt mit Sonne. Ja, und jetzt freuen wir uns auf den gemeinsamen Trip. So, die Himalayen von Björn hat jetzt mittlerweile auch 28.000 Kilometer auf dem Tacho. In 2 Saisons. In 2 Saisons. Wahnsinn, Wahnsinn. Fast 30.000 Kilometer auf der Uhr. Huh? Maybe 30.000 kilometers if you are When at I home. get back home. Yeah, and she runs very well. Yes, I'm very satisfied with my Himalayan. Super. Okay. Erster Stopp Gersthofen. Bienenstich. Wir sind traditionell jetzt in Gersthofen wieder. Immer Gersthofen. Gersthofen, genau. Und heute gibt es einen, Bienenstich genau, einen Bienenstich. und eine Mondschnecke. Und, Für mich. oder eine Mondschnecke, jawohl. Wir werden schauen, was es gibt, aber ich bin zuversichtlich, dass es auch Mondschnecken hier gibt. So, nach einer kleinen Stärkung jetzt hier in Gersthofen geht es jetzt weiter Richtung Norden. Wir fahren jetzt Bundesstraße Richtung Nürnberg, Ansbach. So, wir sind jetzt mittlerweile im Nördlinger Ries. Wir haben jetzt hier gestoppt, weil hier der Kraterrand ist. And everything is fine? It's a beautiful day. Of And course. the machine runs very good. I'm happy. Okay, super. So, jetzt wird sich der eine oder andere fragen, was macht der jetzt hier auf dem Feldweg? Aber es hat schon einen Grund. Und zwar sind wir hier etwas nördlich von Würzburg. Und hier ist der Mittelpunkt, der geografische Mittelpunkt der EU. Ja, das weiß kaum einer, aber das ist so. So, wir sind jetzt bei dem Gasthof Kessler angekommen, in Tulba, nördlich von Würzburg. Wir ziehen die Zimmer und dann gibt es bestimmt was zum Trinken und was zum Essen. Correct, Björn? Then we will go to the room Yes. and then there will be something to eat. Nach dem gemeinsamen Frühstück im Gasthof trennten sich leider die Wege von Björn und mir. Björn fuhr weiter nach Norddeutschland bzw. nach Kiel, wo er seine Fähre erreichen musste. Ich hatte überlegt, was ich mache, da ich noch etwas Zeit hatte und beschloss, ins Erzgebirge, genauer gesagt zur Bressnitztalbahn zu fahren. Begleitet mich, was ich dabei erlebt habe und seid mit dabei. So, ich bin soeben in Jöstadt in Sachsen angekommen
350 Kilometer waren das jetzt. Und ich wollte mir einfach gern mal den neuen Bahnhof anschauen. Ja, heute ist erstmal wenig los. Ich denke, die haben heute einen Einzugbetrieb. Aber die kleine NS4 ist da. Wird gerade abgeschmiert. Ja, und das ist der Wohnblock. Ich würde mal ganz frech sagen, Ostblock pur. Da wohnen also so nach meinem Kenntnisstand keine Leute mehr drin, sondern der ist für Bedienstete, für Vereinsmitglieder. Ist übrigens auch von mir im Halbrelief im Modell gebaut worden. Ja, jetzt nähern wir uns den Bahnhofsgebäude. Das stand ja auch. Hier sind von der anderen Seite die Toilettenanlagen, Verwaltung vom Verein und ich glaube auch der Sitz der Press GmbH. Wurde auch von mir gebaut. Im Modell 1:43,5 bis hierher. Aus einem Lasercut-Bausatz aus Dänemark. Hier das Schild, Stationsschild Bahnhof Jüstadt. Der Dampfbahnroute Sachsen. Und hier drunter, wie ich schon gesagt habe, einmal die GmbH und der IG Pressnetztalbahn e.V. Verein. Schöne Details. Ja, sehr beeindruckend, was hier passiert ist. Hier liegen Weichen, Gleise neu. Ja, hier eine weitere Tafel nebenan für den Ortsplan. Wir befinden uns jetzt, wie unschwer zu erkennen ist, hier unmittelbar an der Grenze Deutschland-Tschechien. Ja, dieser Blick ist auch bekannt. Da gibt es auch ein Bild, wo von links nach rechts die Dampflok durchfährt. Ich denke, das wird es heute wieder geben, weil ja auch Gleise am Bahnübergang. Nun hat man einen schönen Blick. Man sieht auch hier die Laternen. So Leute, das war jetzt ein Rundgang durch den Bahnhof oder am Bahnhof in Jüstadt. Hinter mir seht ihr noch, wie die Lok behandelt wird. Ich werde mich jetzt langsam auf den Weg machen, eine Unterkunft zu finden. Ich möchte morgen noch hier bleiben. Morgen ist noch Fahrbetrieb, auch Fahrbetrieb und ich habe es ja vorhin schon mal dargestellt, gerne eine Wanderung machen und das einbinden mit einer Zugfahrt. Schauen wir mal, wie es klappt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Also, ciao! So, jetzt muss ich euch ganz was Verrücktes zeigen. Und zwar hinter mir ist komplett eine Gartenbahn.
einen riesen Carport gebaut und unter diesem Carport ist die Gartenecke. Ja, das ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Erlebnishotel Fichtenhäusl, heute erst entdeckt. Und alles das ist Gartenbahn. Super. Ein Übernachtungsplatz war dann auch auf dem Berghotel am Bernstein gefunden. Aber vorher ging es noch auf den Aussichtsturm, wo es einen herrlichen Blick über das Erzgebirge gab. Da hinten ist der Fichtelberg, der rechte. Und der linke ist, ich glaube, der heißt Keilberg, meine ich, der schon in Tschechien. Etwas für die Fitness vom Abendessen. Also, das Haus wurde gebaut am 1. Mai 1913, beziehungsweise der Grundstein gelegt. Das ist 889 Meter hoch. Und am 11. September, das ist ja fast Jahrestag, geriet der 27 Meter hohe Turm ins Schussfeld des Luftkrieges über dem Erzgebirge. Projektile durchbrachen Fenster und Fassaden der Turmspitze. Spuren der Einschüsse sind heute noch in den Original-Wendeltreppen zu finden. Da oben sieht man die Einschüsse. Da die zwei, hier wo mein Finger ist. So, ich zeige euch mal das Hotel. Oben am Bernstein, auf diesem Turm, war ich gerade, genau, und hier unten ist die Gastronomie und die Hotellerie. Hinter dem Motorrad ist noch ein Schwibbogen, so nennt man diese Bögen hier. Anton Günther, glaube ich, heißt er, ein erzgebirgisches Original, Deutsch und frei Wolmer sei. Aha. So, das ist die Speisekarte. Ein bisschen mit erzgebirgischen Erläuterung. Greiter Semmiknädel mit Neidorfer Waldschwammer. So, hier ist der Bernstein. Ein Stein. Ja, jetzt ist noch früh am Morgen. Ich bin gerade in Jöstadt angekommen am Bahnhof und werde jetzt eine kleine Wandertour mit euch machen. Ja, kleine Planänderung. Ich habe mich jetzt entschieden, nicht an den Brestnitz-Stausee zu gehen, weil ich dann beim Zurückgehen in Schmalzgrube wahrscheinlich den Zug nicht mehr erreichen werde, und heute ist nur ein Zugbetrieb. Das heißt, der fährt alle Stunde von Jöstadt nach Steinbach und dann zur vollen Stunde wieder von Steinbach nach Jöstadt, und das werde ich wohl nicht ganz schaffen. Da müsste ich wieder 2 Stunden warten. Habe mich jetzt entschieden, ich gehe jetzt die Fußstrecke hier von Jöstadt an der Bahnlinie entlang. Und mein Weg geht hier schön an der Sonne Richtung Tal. Ja, nach ein paar Minuten bin ich jetzt hier an der Fahrzeughalle angekommen. Das ist ein zweiachsiger Packwagen, der sogenannte Rucksack. Und daneben der Bänkelwagen. Ich habe erst gedacht, es ist georgisch, aber interimsbezogen zur Personenbeförderung könnte das heißen.
So, etwas Entgegenlicht, aber hier ist jetzt auch noch eine Infotafel über die Ausstellung Fahrzeughalle. War früher mal, das sieht man links unten, eine Fabrik. Und wir befinden uns jetzt hier. Hier gibt es eine Ladesäule für E-Autos. Am Wegesrand sieht man immer noch alte Osttraktoren. Auch hier am Haltepunkt Schlössl wieder eine Infotafel. Hier sieht man jetzt einen sogenannten Multicar, das ist so ein Funktionsauto. Eher hier im Ostdeutschen bekannt, sieht man sehr häufig hier. Und dahinter ein KKW, ein Klappdeckelwagen. Hier haben wir jetzt einen offenen Güterwagen, einen OO. Ist der Uhrenturm, der hier wahrscheinlich temporär noch abgestellt wurde, weil er auf das Gebäude drauf kommt. Aber da hier das Dach neu gemacht wird, muss er halt wahrscheinlich hier erstmal auf Halde stehen. Ja, noch ein paar kurze Informationen zur Bressnitztalbahn. Sie befindet sich im mittleren bzw. oberen Erzgebirge und früher wurden die Ortschaften Wolkenstein bis Jöstadt per Bahn verbunden. Es handelt sich hierbei um eine Schmalspurbahn mit der Spurweite 750 mm. Die Bahn wurde Mitte der 80er Jahre abgebaut und seit Beginn der 90er Jahre wird sie durch einen Verein teilweise wieder aufgebaut. Heute besteht die Strecke von Jöstadt bis nach Steinbach. Erweiterungen in beide Richtungen sind geplant und werden auch durchgeführt. Ich bin bei diesem Verein passives Mitglied, damit ich hiermit zumindest einen kleinen finanziellen Beitrag für den Wiederaufbau leisten kann. Ja, nach einer guten Stunde bin ich jetzt angekommen an dem Haltepunkt Schmalzgrube. Der Zug ist noch nicht da, der kommt ungefähr in einer Viertelstunde, also vom Timing her optimal. Und jetzt werde ich mal dahinter gehen, sogenannte Rollwegen, auf denen normalspurige Güterwägen aufgebockt sind, aufgeladen sind. Das sieht man hier sehr schön. Das hat man dafür gemacht, dass man von einem Bahnhof, von einem Übergabebahnhof, das war jetzt in dem Fall hier Wolkenstein, die Regelspurwagen auf der Schmalspur befördern konnte, weil hier hinten auf der Schmalspur in dem engen Tal waren Fabriken angesiedelt und so konnte man die Ware ohne umzuladen an den Empfänger weiterleiten. Es war zwar aufwendig, man brauchte dafür Vorrichtungen, um die Regelspurwagen auf die Rollwegen umzuleiten, aufzufahren, aber es war immer noch weniger aufwendig, wie den ganzen Inhalt der Ware von der Regelspur auf die Schmalspur umzuladen. So, und für den geht es jetzt wahrscheinlich auch wieder weiter.
So, hallo, zurück in Jöstadt. Ich bin gerade mit dem Zug angekommen. Ich mache mich jetzt fertig für den Heimweg. Es sind ungefähr 420 Kilometer. Bin gerade am Umziehen, also das geht auch mit dem Motorrad. Wanderklamotten aus, Motorradklamotten an. Ja, war ein schöner Tag hier in Jöstadt im Erzgebirge. Bin immer wieder gerne hier, macht richtig Spaß. Und die Heimfahrt ist nicht so abwechslungsreich, aber so ist es halt. Ist, glaube ich, immer so. Urlaubsziel schön, aber Anfahrten, ja, mit dem Motorrad werden wir schon hinbekommen. Also, dann wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, es hat gefallen, auch wenn der eine oder andere vielleicht nicht zur Eisenbahn interessiert ist. Ja, kann ich aber dennoch auch für Nicht-Eisenbahnfreunde wärmstens empfehlen. Es ist Nostalgie und Ostalgie pur hier. Alles toll und besucht auf jeden Fall die Bressnitztalbahn. Es lohnt sich. Also, macht's gut. Bis dann. Hallo Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Aktuelle News seht ihr auch auf meinem Instagram-Channel 2 Wheels for Adventure. Bis zum nächsten Mal.